schon sagen. Das hier jetzt hier, ne? Ja, das funktioniert und so. Don't you think my craftsmanship deserves a higher price? It's called being a freelancer. Old folks just don't get it. So. Jagd nach den Wissenssteinen, ja, ja. Inactivity Oder serves no Wissenskonserven? purpose whatsoever. Nennen Sie mal Wissenssteine. Jetzt at least ein something I know. Oh. Don't you think my craftsmanship Hoppala! higher price? Stimmt ja, die war ja aus. It's called being a freelancer. So. Wir sollten gestern, sagen wir es mal so, zum Palast Alcazazray. Warum wir wissen, dass sich Durin aufgehält, don't fucking ask me. I believe I never were here. Oh, were I? Oh, warte, doch, es dämmert, doch, ja. Ich hab's hier tatsächlich mal getroffen. Bei der Haven Quest. Gut. Yo, Dori, was geht? Was geht? Guck mal, wie sie winkt. I see. So that's the latest scoop. Good thing you didn't rat me out. Otherwise, who knows where I'd have to be hiding to avoid attention. No idea. Sorry. I've already cashed out of the canned knowledge business. Huh? You mean you stopped selling it? That's right. With so much canned knowledge flooding the market, it was becoming impossible to fetch decent prices anymore. Eine klare Geschäftsfrau, ne? Besides, it seems that group of smugglers has practically taken over the market. It's a little rule of mine to never fight for a share of someone else's market. If I'm gonna make Mora, it's gonna be the lion's share. Macht Sinn. Plus, with regulations getting as tight as they are now, I figured I might as well just hang it up. Ich hoffe, du bist ehrlich, Dori. Aw, sounds like we came all this way for nothing. Well, not completely. Mhm. Granted, I don't know who's behind all the smuggling activity, but since you didn't sell me out, I'll let you in on what I do know. 20 Schnelligens, Dori. Ehre. Ehrenmädel. Wahrscheinlich schon längst erwachsen, ist einfach nur so klein wie so ein Kind. Safe. Jetzt gucke ich mal kurz. Ist Max wirklich live? Musst du den Rang wieder wegnehmen? After all, those smugglers have really crossed the line, butting their way into the market like that. I hope their luck runs out soon so that I can take over. I mean, so that the industry can become more fairly regulated. Hey, you just Bullshit. make more business for yourself. Bullshit, ich muss mal kurz raus haben. Don't underestimate its value. Think about it. You can gain all sorts of knowledge while bypassing the troublesome process of studying. Naturally, that makes it a product worth a high price. Ach, Dori. Dori. Warum? Warum bist du manchmal nur so? Of course, not everyone needs that kind of knowledge, but in a market as big as Sumeru, there is plenty of demand. Plus, the cost of production is relatively low, so even if dealers have to cover transportation costs, there's still an enormous profit to be made. Ach, Mädel. Then why does the Academia prohibit selling canned knowledge? Being able to gain complex knowledge and become a scholar with the snap of your fingers does sound like a dream, doesn't it? But everything in the world comes at a price, right?
Okay. Gaining knowledge is a complicated process. It requires learning, thinking, and practice. Even when it comes to my own business, I have to go through a lot of preparation before I put anything out for sale. Mhm. Und wo ist denn der Haken bei den Wissenskonserven? But with canned knowledge, one may simply skip all the hassle and get whatever they need to know immediately. That inherently leads to at least two potential problems. First, you'll accept the knowledge as factual without a second thought, and you'll find it very hard to forget. This means that if the knowledge is flawed, then it'll be very difficult to correct. And second, excess use of knowledge capsules over an extended time diminishes your ability to think. You'll end up becoming like a library that can only store knowledge. Oh, that does sound pretty dangerous. Nicht Trevor, gefährlich, you aber used lästig. canned knowledge before. Did you feel any negative effects? Of course, using it sparingly is not an issue, which is exactly why I used to sell it. It's just like how medicine can be used to cure diseases, but can also do harm when overused. It all comes down to balancing the right amount. Ist was dran? Anyway, back to the point. There'll be consequences if the sale of canned knowledge by those smugglers is left unchecked. And what's worse, you're playing right into their hands by focusing only on the canned knowledge that's made its way into the market. As far as I know, their real purpose is to distribute information about the Court of Desolation. That's where the real business opportunity is. Hof des Trübsals? Der Trübsal? The Court of Desolation? What's that? Rumor has it that it's a site of ruins from the age of the Scarlet King. It's said that with the treasures inside, one can see beyond life and death. But any research of the ruins is strictly banned by the academia. Okay. Word on the street is that there'll be an auction taking place in the desert. They're auctioning rare canned knowledge, some of which is related to the Court of Desolation. Once I heard about the auction, I began to suspect that all the canned knowledge popping up on the market is just a diversion. I'd wager that their real target is the Court of Desolation. Nutzen um Informationen zu übermitteln. Warum wollen Sie eine Auktion abhalten? Because studying those ruins is not just a simple matter. It requires knowledge spanning several fields. So, if they're aiming to quickly assemble a research team, canned knowledge would be the best solution. As for the auction, chances are they're trying to attract and scout out anyone with interest or expertise on the subject. On the other hand, no one can say for sure that they will ever succeed in finding the Court of Desolation. So, they might as well just make a fortune while they're at it by hyping up the related canned knowledge at the auction. Sounds to Paimon like we better head to the desert and see the auction. Who knows, we might find some leads there. That's right. And now that I've shared all that valuable info with you, it's time to introduce our limited edition desert travel kit. It comes complete with a map straight to the auction location. As I said, I also have to make preparations before I sell things, right? Now, let me consider how much I should sell this for. I've got it! 500,000 mora per kit! That's quite the bargain. We'll even offer a 50% discount for little Paimon's travel kit. Only 250,000 mora. What? That's super expensive! No need to worry, little one. Sino's the one heading this investigation, isn't he? I'll be sure to bill all the expenses to him. Dori, du abgekaperte, dreckige kleine Schlange. Ey, Mädel,
All you'll need to do is tell him to go to the Merchants Guild and pay the bill once the mission is completed. Just, be sure to not send him directly here, though, okay? That would leave me completely in the open. I'm sure the former General Mahamatra of the Academia would never leave any debt unpaid. Oh, the Mora. I can see it already. Loads of shiny Mora coming Dory's Wieso habe ich das Gefühl, dass Sino gleich um die Ecke steht und sagt, Dory? We'd better get going. If Dory keeps at it, we'll be out of Mora. Okay, oder auch nicht. Ich meine, sie hat's gesagt, Mahamatra. Und der Faktor, dass wir hier sind, ohne überhaupt ansatzweise einen Ansatz angeblich zu haben. Suspicious, suspicious, right? Right. So, was hab ich da gerade eingesammelt? Ich brauche die Dinge, okay. Ich kann ihr noch ein Level geben. Yes, please, let's go. I'm done warming up. Ich muss auch so viel Scheiße sammeln. Na ja, gut. It is what it is. Übergib Sino die Informationen. Warum ausgerechnet in der Stadt? Warum treffen wir ausgerechnet da Sino? Hä? Was hat denn hier los? Sino! We got news for you. What the smugglers are really after is a chance to research the Court of Desolation. They are hosting an auction in the desert to sell canned knowledge about those ruins. The Court of Desolation. I won't ask how you came by this intel, but is it reliable? We also heard that the Court of Desolation contains treasures from the time of the Scarlet King. Is that true? Partially. Really, Paimon? It was a secret place built by a dark sect from the age of the Scarlet King. The ruins do contain treasures, but the place is also rife with unknown dangers. According to past research, one must forfeit their life as the price of entering. They are not some ordinary ruins, so the Academia has strictly prohibited any related research. However, if they are using the canned knowledge as a way to move information and recruit researchers, then I suppose your conclusion does hold some validity. Regardless, we need to go into the desert. Forschen viele über den Hof der Trübsal? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich glaube eher weniger, dass es so viele sind. Less in recent years, but there are always those who attempt to do so, both inside and outside the Academia. After all, legends claim that whoever obtains the treasures inside can see beyond life and death, or even resurrect the dead. Death is often the greatest grievance for many people. Though they're fully aware that the chance of these rumors being true are slim, they hold tight to such fantasies and pursue them regardless. That's why some continue to research it, regardless of it being a restricted subject. On top of that, it's hard to track the source of information contained in canned knowledge. Do you know where the auction is taking place? Good. We'll go investigate. But before that, we'll have to get rid of these people tailing us. Huh? People tailing us? That's right. Let's begin to leave town and see what happens.
I'm sure they'll reveal themselves as soon as we make a move. Don't worry. I'll make short work of them. That's Sino for ya. But we can lend a hand too, you know. Ach ja, stimmt ja. Es gab ja noch die Möglichkeit bei Legendenaufträgen, dass man die Figuren auch nochmal testen darf in ihrer Story. Right. Blume. Na, jetzt wieder auf die gleiche Düne wie beim letzten Mal. Nee, diesmal ist eine andere Düne. Letztes Mal ging es links lang. Mit der Zeino geht es diesmal rechts lang. Hinterhalt! Hold it right there. Heading to the desert, are we? I would think twice if I were you. Oh, wie süß. Who are you? That doesn't matter. All you need to know is that someone wishes to inform you that it's not too late to turn back. You must be Sino. I've heard a lot about you. You've got quite a reputation. But this time you're in over your head. Unless you turn around right now, I'm afraid that even you won't return unscathed. Unterschätze Sino nicht und vor allem unterschätze uns nicht. And as for you two, why bother sticking your noses in trouble that doesn't even concern you? Hmm? That's right. We won't just sit back and do nothing. Ha! Have you really thought it through? You're not just doing this for recognition, are you, Sino? My employer said that he's willing to compromise as long as you just walk away. He could, for example, reduce the amount of canned knowledge on the market. I'm sure that would help your investigation appear to be successful enough. Ihr glaubt ernsthaft, dass es so simple Dinge sind? Gott. On top of that, he's willing to give you a cut of the profit. So you see, you get both Mora and a boost to your reputation. I can't think of a reason why you would pass that up. Is that so? Well, I can't think of a reason why I'd accept. I've heard enough. Get out of my way. Sorry, no can do. We're getting paid to ensure you disappear. Since you won't turn back willingly, then we're gonna have to make you go back. Sweet. Sie sehen halt zu lieb aus. Und das sind sie leider auch. Witness the power. Life goes on. Illusion shattered, torn to oblivion. So, Freunde, jetzt zeige ich euch mal, wie es wirklich aussieht. Ring cutter, know my sword. Shine down. Nowhere to run. Judgment is upon you. This doesn't change anything. You're in over your head, Sino. There will be others coming for you. You'll regret it. No, we won't. And now, Let's get out of here. fuck off. Nicht hinterher? No need. Even if we apprehend them, there'll be little information to gain. Besides, it might also be a trap. I apologize for bringing you into this dangerous mess. Just being associated with me will inevitably cause you to become targets as well. You should be careful from now on. Sleep with one eye open. Wait, hold on. There's no way anyone could sleep without closing their eyes. Right?
You'd be surprised. Anyway, just be careful. Mercenaries are never quick to forget. In their line of work, even a single failure is bad for reputation. They may even stay hidden in some dark corner for a very long time, waiting for the right moment to ambush you. Yes, I remember it like it was yesterday. I was carrying out a mission with one of my superiors. I didn't have much experience at the time, and I let my guard down after we had closed the case. We ended up being attacked by the remainder of the mercenaries. My superior was injured while protecting me, and we struggled to gain control of the situation. I've become more vigilant ever since, staying alert even while I sleep. Whoa! Who could have seen that coming? Was he okay? He survived with a fractured wrist. It took 2 months for him to recover. But luckily, there weren't any further complications. Last year, he transferred to an administrative role for personal reasons, and no longer participates in live missions. His name is Taj Radkani, a very well-respected Matra. You'll have the chance to meet him someday. Anyway, our mission will be dangerous. I'm already used to such grueling conditions, but I don't want to see you two get hurt. Don't worry, Paimon will stay alert. We'll see danger coming a mile away. Good. Don't worry. It won't be long till we're at the bottom of this. And once this is all over, I'll sweep away any other hidden dangers. Ja. Nee. There is no escape. Kleiner Skorpion ist kein Problem für die Königin des Donners, Alter. Tschüss! Göttin des Blitzes. I'm sorry. Ein Schatzmaler. Look at him. So cute. Illusion shattered. Nee. Einfach nur nee. Noch ein Skorpion vielleicht? Oder haben wir es langsam? Oh, Kaktusfrüchte! Kaktusfrüchte, Kaktusfrüchte, Kaktusfrüchte. Kaktusfrüchte. Ich brauche Kaktusfrüchte. Gotta catch 'em all. Diesen mistigen Kaktus hochklettern muss deswegen. Oh. Ja, gut, okay. Sino! So hot. If only there was some shade for us to cool off under. We still have a long way to go, so you'll need to hang in there for a while longer. This is not a good place to rest anyway. Okay. But don't you feel hot too, Sino? Of course, but I'm accustomed to these conditions. True. Care to share any tips? Paimon's about to melt away. Just try to stay focused. Use your willpower to support your mind. The moment you start to give in is when you'll feel more tired. Take one step after another.
Don't let your mind perceive your body's limitations. We must get somewhere safe before we can relax. Okay, if you say so. But where would be a more safe place to rest? Paimon thinks this is a perfectly safe place to stop. Just look around, it's just sand and desert. There aren't any monsters for miles around. Whoa! Where did these scorpions come from? Watch out. Something's not right about them. There is no escape! Witness the power of Gugwa! Rise. Huh? Well, Paimon really didn't expect to see those here. Those weren't just normal scorpions. See? There are marked numbers on their pincers. They were raised by someone. Someone doesn't want us to show up at the auction. These scorpions were sent to keep us away. We are surrounded by desert as far as the eye can see. If we were killed out here, nobody would ever know. This place is super dangerous. Good thing we didn't let our guard down. Something's not right. There are no roads in the desert, so how could they know where we are? Stay still. Here's the answer. They must have planted this on you. Huh? What is it? A miniature tracking device made by the Ksharawar. They can use this to discern your approximate location. But this device wasn't licensed for mass production. Where did they get it? Could someone from the Ksharawar also be involved? But that doesn't seem right. Whoa! Paimon never knew that kind of thing even existed! Why would it be on him? They probably planted it on the Traveler during our fight with the mercenaries earlier. It was a frantic fight. It's only natural you didn't notice the device. Well, good thing you were able to find it, Sino. Now let's get rid of it. No. Hold on to it for now. It might still be useful for us. Let's keep heading to the auction. It would be dangerous to linger here any longer. Ein Kampf nach dem anderen. They're back again! How many of them are there? Rain outlines your fate. Shine down! Ha! Ha! Skorpione wie auch Pilze sind keine Gegner für mich. Lass das mal. This looks like the place to rare. What the f? That's a hell of a lot of knowledge capsules. Is this where the auction is? Yeah, not a single soul. Maybe they're on break right now or something. No. They didn't waste any time getting here after we defeated those mercenaries. They shouldn't have been able to give any warning of our arrival. But even so, they still knew we were coming. Someone here must have been watching the tracker and warned everyone to clear out. Aw, what should we do now? We searched the area. They couldn't have moved all the knowledge capsules so quickly. There might still be something left for us to find. Alright, let's take a good look around the area. Detektivarbeit, let's go!
Jetzt sich eine große Menge von Wissenskonserven angesammelt, die ausreicht, um eine extrem große Menge Mora zum Marktpreis zu erhalten. Let's go! Money, money, money. Was für Funny? Da wurden welche ausgestellt? Gewöhnliches Wissen aus den Wissenskonserven scheint nicht mit dem Hof der Trübsal zu tun zu haben. Scheint nichts mit dem Hof... Ja, okay. Das Packtier trinkt gemächlich Wasser und scheint davon völlig unbeeindruckt zu sein. Fußspuren? Verstreuten Fußabdrücke sind nicht vollständig von Sand begraben worden. Aber es ist unmöglich, anhand der Fußabdrücke über die Fluchtrichtung der Händler zu spekulieren. Blödsinn, natürlich geht das. Did you find anything? No, nothing in particular. It's possible there weren't many knowledge capsules containing info about the Court of Desolation, so they carried those off. But don't worry. I have another idea. You two start heading back the way we came. I will remain hidden here. Come back and meet me here after some time has passed. I'm sure something will come up by then. They packed up in a hurry and didn't have time to carry off all their goods. They won't just leave them here. Once they think we've left the premises, they'll be back to pick up their belongings. We just need to make sure the tracker goes far enough from here to make them assume that it's safe to come back. Oh, Paimon gets it. We'll lure them out because they'll think we've left. Okay, we'll start heading away and leave this place to you. Yes, and don't worry. If they dare to return, I'll make sure they stay. Ja, er und Candice. Zwei Figuren aus der Wüste, denen man eigentlich nicht begegnen möchte. Zumindest nicht auf der Gegenseite. Wo soll ich hin? Ins Ahudorf. Okay, gut. Gehen wir halt ins Ahudorf. Why not? Eigentlich Kakteen. Kaktussen. Ja, ich meine schon euch. Lol. Kaktusse. Das heißt aber Kakteen. Nee, ich meine schon dich. Gott, uralt, ne? Aber... Old but gold, genau. Old but gold. Ugh, so tired. We've probably gone far enough now, right? Yay. Let's rest for a little while before we go back to find Sino. Ja. It's probably about time for us to head back to the auction. Let's go. Maybe Sino's finally found some leads. Ich hätte den Tracker liegen lassen sollen. Ab jetzt, aber egal. War ein bisschen zu erwarten, dass der unter mir ist. Pilze in der Wüste. Ah ja. Wenn ich hier schon so viele Hügel habe.
Fallen leaves, adorn my night! Life goes on. There is no escape. Now you shall perish. Kinders. Nee. Insolent. Let me weave you a verse. Rise. The wind knows me. Shine down. Nein, wirst du nicht. Du wirst nicht zurückkommen. So, Casual mal eben ein Tool mitgenommen. Let's go back to the auction. Und die ist weiter oben. Right. Ah ja. Können wir denn nicht? Oh, looks like Sino caught someone. Nee, doch nicht. So you're the bad guy behind all this, aren't ya? All right, tell Paimon everything you know. I didn't act immediately when he showed up. Rather, I laid low and observed for a while instead. He is not the primary instigator, but he is most likely one of the more important dealers here. Am I right? Yes, impressive. You certainly live up to your reputation, Sino. If I had any idea you were still around, I wouldn't have gotten so greedy. Huh? Greedy? What do you mean by that? Once everyone knew you were coming, all the canned knowledge dealers abandoned their goods and fled at once. Obviously, there wasn't time to pack up everything. Since all the goods were just left here unsupervised, I thought I'd use the opportunity to come back and take what I could. You know, free merchandise is good business, but I suppose there's no use explaining it now. You must know who's manufacturing and selling the canned knowledge, correct? Will you tell us willingly? Or do I need to make you talk? Eieieiei. Egal ob Candice oder Sino, man möchte nicht durch die befragt werden. No, I'll talk. But before that, perhaps we can take the conversation elsewhere? If we stay here, chances are that someone will see me with you. That would put both me and my family in danger. All right. Where do you suggest we go? How about my home in Aru Village? It should be safe there. Fine. Let's head out. You can throw away the tracker now, traveler. Listen, buddy, you better not try to trick us. Come on now. Do you really think I'd try to pull anything? Ach Mist. Goldbrigade und Schatzräuber. Ziemlich passende Kombination, wenn ich ehrlich bin. Ah, na gut.
Den Droculus? Alright. Up we go! Aufzug hoch. Weil es ist sehr kontraproduktiv, hier hochzugehen, weil unser Ziel schließlich auf der Seite. Egal. Kennen wir die kurze nicht? Jimin, ja stimmt. Eine Kämpferin. Dad, you're back! Oh, we have guests? Hi there. This is my daughter, Simin. She can be a little shy of strangers. Nicht die Why kleine don't you run Kämpferin. along now, dear? Dad needs to talk with our guests. Oh, okay. Everyone knows Sino in our business, but let me ask, who are you two? Paimon is Paimon, and this is the Traveler. To be honest, I really didn't expect to see Sino, the lone operator, working with any partners. When I saw the tracker start moving away, I assumed you had decided to just go back empty-handed. But even though you caught me, I'd still urge you to stop while you still can. You should abandon this investigation. Why is that? Everything from the manufacturing of canned knowledge to the sales and even splitting the profits. Every step of the process involves dozens, if not hundreds of people. Massive profits have brought everyone together in this business. Everyone will try their best to defend this industry that we've worked to build. It will be a long and difficult fight, even for you, Sino. And even if you manage to win in the end, no one will thank you. If anything, you yourself might even feel remorse. Why are you so bent on putting us out of business? Everyone has their own reasons for what they do. I don't have to explain mine. Here's some tea, Dad. And for the guests, too. Right. I forgot to offer tea to our guests. Thank you. Don't mention it. And, I should tell you that our tea tastes kind of bitter, but I put some sugar in to make it a little tastier. That's my girl. Do we still have any sugar left? If not, I'll buy some more next time. Yes, we do. Okay. I'm gonna go have a rest now. Didn't you say that everyone's in it for the massive profits? That sure doesn't seem to be the case for you. Actually, that's what I wanted to talk to you about. I was hoping to ask you for a favor. My daughter was born with a chronic disease, so she has a relatively weak heart and lungs. Even slightly strenuous exercise can cause her to faint and prove to be a life-threatening risk. That's why she never really had any friends to play with, and why she locks herself up in her room most of the time. She has to take lots of medicine, and it doesn't come cheap. As for me, I was just an average merchant. I would wake up early and travel all around to make a profit. But the Mora was still nowhere near enough. I could only watch my daughter's health deteriorate day by day. Until one day, someone reached out and showed me a way to really make a profit. Selling canned knowledge. That's right. With all the Mora I made,
I could finally afford medical treatment for my daughter. Nothing made me happier than seeing her get better. There are many others like me. Smuggling canned knowledge might seem like an unforgivable crime to you, but to us, it's a means of survival. I wanted to tell you all this so that maybe you could understand and change your mind. Please, stay out of this, Sino. Give us a way to survive. Oh no. That means that if we prevent the sale of canned knowledge, his daughter will... I must get to the truth. I can find someone to help treat your child, but I cannot turn a blind eye to the smuggling. These are two completely different issues. I somehow knew you would say that. But having your word to help my daughter is enough for me. Since you insist on continuing the investigation, you should have a look around the back of my home. You'll find some goods I received just recently. I think everything will become clear to you once you see them. Whoa! Look at all of this! Whoa. Yes. All neatly packed away and organized in boxes. To think that this is only one dealer's worth. Small producers couldn't possibly support such a large quantity of goods. Could the academia have a hand in this? But such a volume of goods wouldn't be able to slip through inspection. Huh? Look! These seem different from the other knowledge capsules we've seen. Maybe they contain knowledge about the Court of Desolation. Yes, that would make sense. Wait, what's this? Yes, it's a Matra seal, indicating that the goods have passed Matra inspection. I started to suspect that someone in the academia might be involved when I found the tracker earlier. But how they could ship so much canned knowledge out of the academia was still a mystery. The pieces have now all fallen into place. With this Matra seal, goods can leave the academia without undergoing a second inspection. No wonder they don't want me to investigate. It turns out that a Matra is behind this. Even I find it hard to believe. Could I ask you for a favor, Traveler? Since all this canned knowledge came from the academia, then it's highly likely that the knowledge regarding the Court of Desolation originated from research files stored within the academia. If we can enter the repository, we can find out who accessed these files. But considering my current status, if I suddenly show up at the academia now, it will only draw unnecessary attention. You'll need to be the one who checks the records. I'll write a letter to Nabil, and he'll take you there. Sure thing! Leave it to us! I'll also keep working here in the meantime. Although our leads are all currently pointing to someone within the academia, Weltuntergang. it's obvious that they also have power outside of it. We can get more information on other dealers from Bahari. I'll stay here and make some preparations. You can come find me anytime if you uncover more info. If you start sniffing around the academia, it won't be long before people catch on to you. And once word gets out, they'll soon be after my daughter and I. Don't worry. I'll find them before things escalate that far. But if you still feel uneasy, then why don't you tell me about anyone else you know who was involved? The more information I have, the safer you will be. All right. Auf in die Akademie und damit können wir endlich nach oben. Denke ich. Den Aufzug in. Right? Nee.
Hello, we meet again. How's the investigation going? Oh, so you were able to find Sino after all. I hope he's doing all right. I read the letter, and must admit that I hadn't expected things to be so serious. Sorry. Had I known it would be so dangerous, I never would have gotten you two involved. It's alright. We wanted to help Sino too. I can tell that he really trusts you. The research files stored away in the restricted repository are far from ordinary. Everything there is essentially about dangerous research that's forbidden by the academia. Even I don't usually have authorization to enter, but with this letter from Sino, it shouldn't be a problem. Ich habe normalerweise kein Recht, dorthin zu gehen. Aber jetzt... Da ich aber jetzt ein Vorstellungsschreiben von Sino bekomme, ist es kein Problem. Ah. That's right. Granted, the academia is very supportive when it comes to research. They encourage scholars to conduct all kinds of studies. However, some forms of research have proven to be so dangerous that the Matra have to step in and put a stop to them. Normally, after some particular research becomes prohibited, the majority of the related files will be destroyed. But some information may be retained as a record to warn later researchers. Such information is kept in the restricted repository, which is heavily guarded. Follow me, I'll show you. Hopefully, we'll find the answers that Sino is looking for. The restricted repository. Sounds kinda dangerous. We'd better keep an eye out. Yes. Okay, I understand. Since Sino is vouching for you, I suppose we can trust you. You may browse the information regarding the Court of Desolation. Ask me if you have any questions. But I'd suggest avoiding any other research files. Sometimes the less you know, the better. So this is the restricted repository. I never thought I'd see the inside of it. This is a first for both you and me. There are many who do not openly converse with others within the academia. But even so, there are very few who I feel could be trusted with a real secret. Sino happens to be one of them. Even though he's no longer in the academia, I still trust him. And that goes for anyone he trusts as well. The files are over there. Just make it quick. Will ich das wirklich lesen? Weiß ja nicht. Okay. Versiegelte Materialien, Hof der Trübsal. Trotz wiederholter Verbote wurde die Forschung zum Hof der Trübsal in den letzten 10 Jahren fortgesetzt. Die Forschung zur Geschichte des Hofs der Trübsal ist in 3 Hauptphasen unterteilt. Dokumentarische Forschung, Untersuchung und Fanatismus. Die früheste Phase der Forschung ist die relativ einfache dokumentarische Forschung mit geringeren Gefahren. Die Ergebnisse dieser Forschungsphase zeigen, dass im Hof der Trübsal Schätze verborgen sein könnten, die mit Leben und Tod zu tun haben. Hier kommt auch das Gerücht über die Auferstehung der Toten auf. Was folgt, ist eine langwierige Untersuchungsphase. Da alle Dokumente zum Standort des Hofs der Trübsal vage sind, wurde er bisher noch nicht gefunden. Zahlreiche Forscher haben mit großem Aufwand nach dem Hof gesucht,
aber sie haben nur einige wenige verbleibende Steintafeln gefunden, auf denen es geschrieben wurde. Der Eintritt in den Hof der Trübsal kostet das Leben. Schnell kristallisierten sich zwei unterschiedliche Interpretationen des Satzes heraus. Einige glaubten, dass kostet das Leben der Schlüssel zum Eintritt in den Hof der Trübsal sei, während andere behaupteten, dass dies die Bedingung für das Erscheinen des Hofs der Trübsal sei. Da der Hof der Trübsal nie entdeckt wurde, wurde die letztere Ansicht allmählich allgemein anerkannt. Infolgedessen wurden viele Forscher in kürzester Zeit so wahnsinnig, dass sie ihr eigenes Leben opferten. Sprache. In der Hoffnung, dass der Hof der Trübsal erscheinen würde. Da die einschlägigen Forschungen somit immer bedrohlicher wurden, unterlagen sie schließlich einem eindeutigen Verbot. Aber auch danach setzte eine große Menge Gelehrter der Akademie ihre Forschungen im Geheimen fort. Erst nach der Verhaftung von 7 Gelehrten, darunter auch Murtada Radkani, kamen die Forschungen zum Hof der Trübsal erneut zum Erliegen. Finally. Whoa, there's a lot to read here. Have you found anything yet? Murtada Radkani, der Name dieses Forschers scheint irgendwie vertraut. Huh, it reminds Paimon of Sino's former partner. His former partner? That would be Taj Radkani. But you're not far off. Murtada Radkani was Taj's only son. What? Taj's son went to prison for researching the Court of Desolation? Scheint so. Why do you sound so surprised? You're a Matra, aren't you? Ja, wahrscheinlich, aber das heißt ja nicht, dass man alles weiß. It's just that they arrested him in secret, so it was never publicly known. All I knew was that Taj's son was taken to prison. It's not just me. I bet even Sino didn't know about it. No. Unfortunately, there isn't. He took his own life not long after he went to prison. You've heard about Taj, right? I know Nabil has. Every Matra knows him. I would say he's probably pushing 50 this year, which makes him one of the most experienced Matra. He is a man of integrity and honesty, and has made countless achievements. His reputation goes back a long way now. He used to be Sino's only partner. Taj is also skilled with the polearm, so the two of them used to practice together when they weren't out on a mission. Ah, right. I heard Sino mention that before. But one day, Taj suddenly decided to retire from active duty and transfer to an administrative position. I wonder if it had anything to do with the Murtada incident. Taj was already very well known by the time Murtada was born. So when Murtada came to study at the Academia, everyone had high expectations of him. He had to face a lot of pressure. Then he had an unpleasant dispute with his father, but they were eventually able to work things out. Not long after they had reconciled, Murtada was caught studying the Court of Desolation, which is in violation of Academia rules. Taj arrested his son and put him behind bars. He begged for leniency, but Taj wouldn't agree. Wow. Hat quasi seinen eigenen Sohn umgebracht. Also, im übertragenen Sinne. Das ist schon... Uff. Shortly after, Murtada slit his own throat with the pieces of a broken bowl. By the time Taj arrived at the scene, it was already too late. He never had a last chance to see his son. Since then, Taj has been periodically coming to the repository. He'll hold the files from his son's research with a remorseful look on his face. I guess that's why he chose to move to administrative work. I had no idea that happened. That must be really hard for Taj. I've never heard him mention that to anyone. Oh, that's awful. Paimon feels terrible now. Are you okay, Traveler?
Wait, don't tell me you're starting to suspect Taj now. Impossible. Taj would never do that. I mean, yes, he does have a big reputation and has access to such research. But this is Taj we're talking about. He would never do anything against regulations. Never. Wieso habe ich so langsam das Gefühl, aufgrund der Vermutung des Travelers, dass Taj tatsächlich hingeht, diesem Bullshit glaubt von wegen, man könnte Leute wiederbeleben durch den Hof der Trübsal, also durch den Schatz da drin, und will deswegen seinen Sohn wiederbeleben. Verzweiflung, Extremismus, Fanatismus. Schwierig. But if you claim that the canned knowledge was originating from the academia, then Taj is indeed a suspect. Because he was the only one who could have recently gone through research files about the Court of Desolation. There are so many files about those ruins that it would be difficult to restart any research, since the 7 original researchers were put behind bars. It's hard enough just trying to make sense of these files. However, if the files were made into canned knowledge, they could be understood immediately. By doing so, one could restart the research outside the academia without anyone ever noticing. But even so... According to the legends, the treasures inside the Court of Desolation could allow someone to see beyond life and death. Or even bring the dead back to life, right? So maybe Taj is trying to bring Mortada back. Though I don't really believe Taj would ever try to do something like that. I'm just telling you what I know. It's the job of the Matra to find the truth and track down criminals. Do you have any questions? If not, it'd be best if you would leave now. Paimon's kinda confused. What should we do from here? Oh, now that I think about it, Sino suspected that the canned knowledge was coming from within the academia, right? There's no way so many boxes could ever get through without drawing any attention. Maybe we could try asking people around the gate of the academia and see what we can find. Don't worry, Tosh. I won't let your reputation be tarnished. Alrighty then, let's go ask around. Aufzeichnung eines Berichts über einen Redelehre-Gelehrten, der wegen des Entzifferns verbundener Dokumente zu einer vielen Strafe verurteilt wurde. Aufzeichnung eines Berichts über einen Stoffkundegelehrten, der an der Akademie verwiesen wurde, weil er mechanische Lebensformen studierte. Ah. That's interesting. That's very interesting. Er ist natürlich belastend, dass ich instant die richtige Wissenskonserve, also das richtige Buch angetickert habe. Ah. So, und Geheimtür ist natürlich gone. Interessant, interessant. So, Detektivarbeit, let's go. Inazuma Detektivarbeit. Adieu. Adr. Excuse me. Have you seen any large shipments of goods leaving the academia recently? Huh. Well, yes, but isn't that pretty normal? The academia consumes so many resources each day, everything from cooking ingredients, raw materials, even equipment for experiments. It's normal for goods to be coming in and out. Right, but we're looking for shipments with a Matra seal. Have you seen any like that? That I'm not too sure of. I normally wouldn't notice whether the goods have any seals or not. Maybe you should ask someone else. Okay. Kann man nebenbei erwähnen, dass aufgrund seines Kopfschmuckes er so ein bisschen aussieht, wie als wäre er aus Italien. So Römer, weißt du?
Komm, das ist eine offizielle Excuse me, Person. have you seen any large shipments of goods leaving the academia recently? No, not that I'm aware of. Perhaps you could ask someone else? Wow. Let's go deeper. Regiment 30, let's go. Excuse me, have you seen any large shipments of goods leaving the academia recently? Huh? Why do you ask? I'm just checking to ensure nothing unusual has happened. Well, I can't say it's unusual, but I did notice something. There's a Kashar researcher who's been making frequent shipments recently. Dozen of large boxes each time, if not more. When I asked him about it, he said they just contained a bunch of old worn-out machines. The Kashar used to often sell scrap machines to traveling merchants, so I didn't really think anything of it. But he's been making a lot of shipments lately. There weren't ever so many outdated machines before. And you didn't find that suspicious? Why didn't you report it for inspection? Well, the boxes were stamped with a Matra seal. Why should I bother? Of course, I did start to wonder about the seal once, thinking that maybe they forged it or something. But you know what happened? A man named Taj came here and told me that he'd already inspected the goods personally and ordered me to leave the researcher alone. I couldn't question his word, could I? Impossible. There must be some sort of mistake. There's no way Taj would ever... No, I won't believe it. Taj is an honorable man. Someone must be trying to frame him. Wait, I know another Matra who works with Taj. I can ask him to let us speak with Taj. Welches, As I've already told you, I don't have any way to contact Taj. A few Eremites showed up looking for Taj yesterday, and he met with them in his office. I was standing outside of the door, and I vaguely heard them say, "Found it." Before I realized it, the door opened, and Taj left with the group of them. I noticed that he had also changed into Eremite attire. But Taj didn't come to work today, so I've also started to feel a little concerned about the whole thing. If you'd like to speak with him, maybe you can try visiting his home. He lives just on the outskirts of Sumeru City. A group of Eremites? Could Taj really be the one making all the canned knowledge? No way. Taj is just like Sino. They're considered heroes among the Matra. There's no way that he would... Fine. Looks like there's no other choice. Oh Gott, Nabil wird gerade gebrochen. Hey, don't let it get to you just yet. We'll get to the bottom of this once and for all. Und hey, wenn's aus, ja gut zugegeben, Fanatismus ist nicht so geil, aber wenn's aus Liebe zu seinem Sohn ist, kann man es dann nicht irgendwo nachvollziehen? Auch wenn er ein durch und durch aufrechter Mann ist? Nichts übersteigt die Liebe zu seinem Kind, right? So, this is Taj's place. There doesn't seem to be anyone here. Well, what should we do then? Do we break in? No. Wait, the door's unlocked. Did Taj leave in a hurry? Well, anyway, we're still not sure if he's the real culprit. Probably not a good idea to go in without permission. You're right. Even if we apply for a warrant now, we won't be able to do anything until tomorrow at the earliest. This is an emergency. I just hope Taj doesn't mind.
What's this? It's a paper full of names written on it. Oh, and a map. Nabil, can you make any sense of this? Yes, this is definitely Taj's handwriting. These papers look like records. These are the transactions between Taj and some other people. From the look of the numbers, the scale of this smuggling case is absolutely massive. The whole operation involves more than 300 people, including dozens of celebrities. These are famous scholars, merchants, mercenaries. I have a feeling that Sino might be unaware of what he's up against. There's no way anyone could face such a large organization on their own. You're right, that's just who he is. As for the map, it appears to indicate the location of the Court of Desolation. Let's take it to Sino and let him decide how to proceed. If Taj really has turned on his honor and committed these terrible acts, then I suspect that he might already be at the Court of Desolation as we speak. I don't want to suspect him, but I also don't know him very well. Maybe Sino will know what to do. All right, we'll give these to Sino and see. Let's go! I don't want to suspect him, but I also don't know him very well. Maybe Sino will know what to do. Okay, er wiederholt sich einfach nur. Es ist schon hart. Harter Tobak. Also für Nabil. Stell dir vor, dein Held wird plötzlich zu deinem erklärten Feind. Und bricht all das, was du von ihm gelernt hast. Das ist schon... Uff. Some hard short. Not gonna lie. A very hard to swallow pill. Könnte man es auch nennen. Sino. Hast du gut auf die Kleine und auf den Chef aufgepasst? Alter, guck dir mal bitte an, wie viele Wissenskonserven hier liegen. Und vor allem diese ganzen lilanen. Die dann kannst du da wegschmeißen, alles klar. Scheint wohl ausgelutscht zu sein. Well, Sino, what do you make of it? Taj. It's been a while since I last saw him. From what I remember, he is a straight-laced man. Although he would resort to extreme measures from time to time. He would never do anything against his beliefs. So do you think he's the one behind all this? I'm still not sure. I cannot imagine how devastating the incident with Mortada was for him. Nor can I deny the possibility that people can change. Whether it's out of love for his son or for other reasons, we have to see for ourselves to judge him. Or rather, the person he's become. That's right. It's clear that he had a hand in this case, yet he made no report of it. There's no doubting that. That's also why I need to see him. I must ask his reasoning and judge him myself. Time is ticking. Let's go. Dann gehen wir doch mal zum Hof des Trübsals. Zum Hof der Trübsal? Hof der Trübsal, ja. Okay. Ich finde Hof des Trübsals viel passender, aber okay.
Wahrscheinlich bricht sich Taj jetzt nur noch mehr das Herz. Naja. Schade um den alten Mann, aber was soll's. Wir haben ihn nie kennengelernt. Daher. Relativ simpel. Teleportationspunkt freigeschaltet, what the fuck? Die Skorpione chillen. Okay. Scheiß auf Dendro. Punkt. So this is the Court of Desolation. Are there really any treasures buried here? Oh, Paimon's kinda nervous. Could it be dangerous? Don't worry. You'll be safe with me. Ein Morpheus auf dem Teamspeak mit Frozen. Das klingt nach Phasmophobia. One with nature. Wheel of life. There is no escape. Inazuma shines eternal. Ziemlich tanky das Ding. Wind Strider. No, my sword. Go. Illusion shattered. Ha! Witness the power of Gugwa. So, Wächter Nummer 1, gone. Look, these walls have definitely seen better days. Was there some sort of fight here? Let's keep going and see what we can find. Skorpione! Into the wind. Shine down. Ziemlich eng, ziemlich geradlinig. Warte. Was? Whoa, is it just Paimon? Or did that passageway just rotate? It's not gonna start moving again, is it? Either way, we should be careful. Huh. Down, down, down to the bottom of the sea. There is no escape. Surrender. Holen wir mal Sino raus. Hat auch was zu tun. Ist nicht was gewesen, wenn jetzt die Tür zugehen würde? It's a tarp. Careful.
What is this? Es dreht sich wieder. A passage! Hopefully that's our way in. That eye seems to be staring right at us. This place gives Paimon the creeps. You go first. Was ist das Problem erst jetzt mit dem Auge? War vorhin auch schon da. Das ist diesmal nicht der Raum, der sich dreht. Das war noch diesmal wir. Oh ne, das war doch noch der Raum, der sich dreht. Okay, die Tech hier drin ist schon geil. Okay, now it's getting weird. Illusion shattered. Clouds high. The birds call. Rain cutter. Through me, justice is served. Their penance is due. Okay. Komisch. Aber gehen wir mal weiter. Das ist nicht die Robe der Goldbrigade, das ist die Robe der 30 hier. Delegation der 30? Egal. Taj. Ah, Sino. It's been some time since I've seen you last. I trust you are doing well. Seeing that you've made it all the way here, you must be on the cusp of wrapping up your investigation, I presume. Even faster than I expected. Is it because you have some new partners now? That's right. This case is nearly closed. But the most important answer still eludes me. Was it all your doing? Smuggling the canned knowledge? The research of the Court of Desolation? Yes, it was me. Then explain why. That's the difficult part. Let's just say I've changed. I've become a selfish coward who only wants to pursue his own interests. I find that hard to believe. Oh, really? Way I see it, every person will end up like me sooner or later. When you're young, you press forward, unattached, living solely for the justice in your heart. But as you begin to age, you start to become more cautious. You know many things are wrong, but still turn a blind eye to them. I was the same. I never questioned my actions until Murtada died. I could feel the justice that I once strived to uphold slowly crumbling in my heart. I was completely dedicated to all that I did, but as I grew older, I found myself feeling
Alone. Miserable. Can you imagine what it feels like to not have the will to live, but not be able to die? Murtada was sent to prison by my own hands. I set myself on this painful path. My son hated me till the day he died, and now I must live with that pain and regret. I failed him as a father. But now I have a chance to make it right. A chance to reunite with him. The Court of Desolation. Here lies the key to overcoming life and death. The power to even bring the dead back to life. So, did you already find what you needed here? See this door behind me? Behind it lies the treasures that I seek. I'm so close, Sino. If only you hadn't arrived now, I could already have... Enough conjecture. What has happened is already part of the past. You cannot bring the dead back to life. In the end, the treasures you seek are nothing but myths and legend. Since you're so sure, why don't you just let me open the door and see then? No. I sense danger behind that door. There will be dire consequences the moment you open it. I beg you, as an old partner, can you let me fulfill my last wish just this once? Surely you get it by now. Doing your job without mercy will only drive people away from you. I'm the prime example. I don't overthink things. If there is only one way for me to defend my principles, then that is the path I will take. Seems there's no convincing you. All right then. Let's see if your polearm skills have improved at all. This power is mine. I will set things right no matter what comes. Futile! A tough crowd. It's fine. Right. The wind knows me, as one with wind and cloud. Your strength. You feel it, don't you? I'm stronger than you remember. I gained new power when I entered the Court of Desolation. This is only a taste of it. Once I open the door behind me, this power will be complete. Even life and death will have no grip on me. Also der Kampf an sich war cool, aber ich hätte nicht erwartet, dass er mal eben Kroko und Vogel dabei ruft. Das ist mal eine wilde Nummer, das finde ich cool. Einfach mal eben zwei normale Gegner nehmen, die man eh schon hat, und die nochmal eben zusammenschmeißen. Why not? Uh-oh. We have to stop this guy! I won't let you open that door. I wouldn't be so sure. I'm afraid it won't be easy to stop me now that you're injured. Or are you ready to sacrifice your life for this? I'll do what I have to. I still remember when we first became partners. You were always charging forward and putting your life on the line, just like now. Even after all this time, you still haven't changed. You haven't changed either. You left that list of names and map in your house on purpose, didn't you? You wanted me to be able to find you here. All of this was just part of the act you were putting on. What happened just now was also part of your plan. You might have fooled those on the list. But
You will not fool me. I had my suspicions from the beginning, but I couldn't be sure until we fought. If he really had changed, your fighting style wouldn't be as it was before. Huh? What do you mean, Sino? He never planned on opening the door. His true intention was... What's happening? Seems our time is running short. Let me make this quick then. After Mortada died, my spirit was crushed. For a long time, I was hoping this reality was just some terrible nightmare. I hoped I would just wake up and be able to see his smiling face again. That is when I was approached by someone who wished to collaborate and find the Court of Desolation together. I did some investigation of my own and discovered they were part of a massive organization. People from every walk of life are involved. They are relentless in their search, pouring countless mora into secret research, even sacrificing lives in hopes that the Court of Desolation would appear. No wonder banning the research wasn't enough. A full-scale operation was already in motion. I'm a flesh and blood human like anyone else, so I obviously hesitated and considered it. The thought of bringing my son back tugged at my heart, but in the end, I came to my senses. I knew that I could not let myself go down that path. I suddenly came to a realization amidst my suffering. The Court of Desolation, a place that once drove people to tragedy, was still doing so, even centuries later. As long as this place exists, people will recklessly seek it out, just as Mortada did, generation after generation, regardless of the cost. Let it be buried beneath the sand forever. Once the Court of Desolation is gone, there will no longer be anyone obsessed with seeking it out. That's right. I acted as if I had abandoned my convictions just so that they would cooperate without raising any suspicion. This was the only way I could find and destroy this place. But that wasn't enough. I needed someone I could trust to bring the organization to justice. The academia forbids the research of the Court of Desolation, so they would never approve my plan in the first place. To add to the problem, the organization is so powerful that they even have members working within the academia. If I wished to destroy the organization, I couldn't just count on the academia alone. So, you pretended to be the one behind all this, as a test for me. Yes. I'm sorry, but now I am assured. You haven't changed at all. You are still as you always were, fearless, and making no compromise. Anyway, this place is collapsing. You must leave now. Wait! Aren't you leaving too? There are still loads of bad guys to catch outside! His fate is already sealed. There is no life left inside him. He is like a candle with no more wick to burn. You planned it all from the very beginning, didn't you? Risking being treated as a traitor to collaborate with them. Sacrificing your own life to open and destroy the Court of Desolation. Regardless, I made a grave mistake by allowing the smuggling and the research of this place. Let this be the final judgment on myself. I was always so busy with work that I never made time to fulfill Mortada's wishes. Finding this place was his biggest wish. Since I'll be reuniting with him here, I can only hope he won't have anything more to hold against me. I'll leave all those people on the list to you. Sorry for all the trouble I've caused.
There's nothing to be sorry for. We are partners. If you see Mortada, send him my greetings. Goodbye, old friend. Dad, why are they so strict with me? I'm always the only one who gets in trouble. Just leave me alone! Don't worry, I won't damage your precious reputation. All right, Dad. Let's start over. By the way, I finally found an area of research I wish to pursue. Why can't you show even a little leniency? Why? Because we are Matra. Whoa. Okay. Huh? The Court of Desolation has... Just as Taj said, that place had caused too many disasters and tragedies. Being buried in quicksand is its rightful end. Das war mal ein kleiner Dungeon. To them, as long as there's Mora to be made, they will disregard the Academia's rules, whether it's the Court of Desolation or anything else. Their only goal is to make massive profits off of dangerous research. Taj may have set them back with the Court of Desolation, but it won't be long before they continue searching for another target. That's an opportunity that I will not let them have. Ooh. We'll help too. Thank you, but you've already done enough. Just leave the rest to me. I will bring them to justice myself. Besides, I promised you that I would sweep away any potential danger. Moin moin, Itachi. So. Alles klar? So, that's what I'm going to do. Wait for me a caravan rebob 4 days from now. Warte bis 4 Tage später. Ach du Scheiße. Ja, muss, ne? Paar Legenden, also Leben läuft, Genshin, zu viel zu tun, warte. So. Ja gut. Aber ich Aufträge jetzt nicht. Legendenaufträge. Nun, schwierig. Weltenaufträge, let's not talk about it. Events ganz zu schweigen. Wie viel? Ja. Ja gut. Neues Gebiet. Gibt viel Quest. Ist leider so. Plus ich habe nun ehrlich gesagt das hier komplett geditcht und auch das hier. Da kommt ein bisschen was zusammen. Plus in Liui gibt es auch wieder ein paar neue Quests seit ein paar Updates. Und ich kam zu nichts. Gar nichts. Ich habe es gerade so geschafft, den Eichhörnenauftrag durchzuziehen. Die Events zu spielen bisher. Da bin ich gut dabei. Na gut, die restlichen Events werden nicht angezeigt, aber die 2 kommen morgen. Das fangen wir gleich an, um zu gucken, ob wir morgen wirklich alles machen können. Ansonsten, naja, gut. Die Wüste auf mindestens 80 und alle, auf mindestens 80 alle und Wald 70. Ja gut. Ich habe halt nicht so viel Zeit für Genshin. Leider war. Deswegen. Und wenn ich Quests mache, besonders die Aranara-Quests, ich neige dazu einzuschlafen. Belastend. Ja. Warte bis 4 Tage später, Alter. Junge!
Aranara-Quest geht 13 Stunden. Bei mir schon länger. Aber auch nur, weil ich immer wieder einen kleinen Zwischenschlaf gehalten habe. Oh, weia. Leaves are. And I know just. Tune to. Aber die meisten Quests tatsächlich haben alle mit Aranaras zu tun. Irgendwie. Entweder ist das Kochen oder Kräftegeschichte oder was weiß ich. Keine Ahnung. Es ist viel. Hat noch gut was zu tun. Accompany them. If you wish to hear it. Geht zum Karawanenribat. Okay. Karawanenribat war. Stimmt, da. We meet again. Thank you so much for all your help. Nabil, what are you doing here? Oh, Nabil. Convicts from the desert are being escorted through Caravan Ribat, so I'm here to keep an eye on things. This should be the last group of them, so I'll be heading back to the Academia once they're cleared. Huh. The last few days have been quite the ride, but fortunately, I can say with confidence that this case is finally coming to an end. Wie meinst du mit Keckwing? Achso, Kitsching. Ja, okay. Gut, zugegeben. Kitsching ist broken, das ist richtig. Allerdings gehöre ich zur Fraktion Raiden, Kasua und Ganyu. Plus Best Medic on Earth ist und bleibt Chichi. Punkt. At first, the mercenary groups on the list were putting up quite a fight. They made several desperate attempts to cover up the truth. However, word is that someone crossed the desert and took out their main camp overnight. Stabil. After that, people on the list started to put pressure on the higher-ups within the Academia. Everyone was on edge and the case came to a standstill. Ich muss gestehen, Level 70 und schon 40k ist wirklich hart. And then what happened? Well, then we received word that Taj Rudkani had sacrificed himself on the case. The news really stirred up the members of our ranks. The Matra then moved together against the enemy. We cleared out the traitors from within the Academia and arrested all the researchers on the list. Das sind nicht mal harte Maßnahmen. Some of them managed to get out of the Academia, but still failed to escape. The scattered criminals were captured all across Sumeru by the mysterious person who had defeated the mercenary groups. Doch sie konnten ihrem Schicksal nicht entkommen. Zusammen mit den anderen Gefangenen, die wir ganz im Ruf verteilt hatten, wurden sie allesamt von der mysteriösen Person, die die Söldnertruppen besiegt hatte, in Haft genommen. Mysteriöse Person. Ah ja, welche mysteriöse Person ist das? Das Game will, dass ich Ganyu pulle. Warum? Wie sagt dir das Spiel das? Digga, kann das Wetter sich draus mal fangen? Rudi. I even heard that someone was about to escape to Fontaine, but was still apprehended just at the border. Having more than 300 prisoners apprehended for interrogation has definitely shaken things up recently. So that's the end of it. Catching everyone on the list means no more smuggling canned knowledge and no more victims. It was a lot of work, but Paimon thinks we accomplished something big. That's right. Thanks again for your assistance. Den Amosbogen. Ja gut, das ist mal nicht nur ein Wink mit dem Zaunfall, sondern das ist direkt der Fall in die Fresse, Alter. Aber so ein richtiger Strommast, so BAM! As for the mysterious person who hit the mercenary camp, that must be Sino, right? He's the only one I can think of who could accomplish such a feat. Speaking of which,
have you been in touch with Sino these days? I think I just saw him when I was on watch nearby. He was walking with someone I didn't recognize, and then before I knew it, they were nowhere to be seen. If you happen to see him, please send my regards. Mit wem ist Sino denn jetzt unterwegs? Sure thing, Nabil. You be careful too. Don't let any of those bad guys escape. Okay, wenn das Unwetter schon so ungewöhnlich ist, dass selbst die Feuerwehr rausrückt, das wird wild. Don't worry about me. If anything happens, you can find me at the Academia anytime. Farewell. Ach Mist. Okay. Amos-Bogen, ich muss gerade überlegen, habe ich ihn auch? Natürlich. Ah, nun. Kann man machen. Aber meine Ganyu könnte besser. Genauso wie meine Raiden. Meine Waffen im Waffenbanner in den letzten paar Monaten sehen so aus letzter Seufzer, Tainari, Bogen und Amos. Ja, okay, immerhin der Tainari-Bogen. Ist ja immerhin etwas. Also 2 5-Stars kann man sich mal gönnen. Was das betrifft, ich habe Tainari und Kolai abgefrühstückt mit dem hier. Mit dem grasgrünen Jagdbogen. Ich drehe nicht auf das also auf die Waffengebete. Kam ja auch unerwartet. Oh, das ist doof. Was war ein Alternativ dabei? Was gab's denn neben Tainaris Bogen noch? Den gab's denn neben Tainari? Boah. Wer war denn das nochmal? War das nicht so auch Ganyu? Ach, Zhonglis Waffe. Ah. Der Waffenbanner ist ein böser Ort, ja. Ich habe mich einmal mit ihm angelegt. Ich bin zufrieden. Ich brauche das nicht mehr. Also ich sag's mal so, die Kombination Raiden und ihre Stangenwaffe war unnötig teuer. Seitdem packe ich das Waffengebet nicht mehr an. Ja gut, just for the lulz habe ich vielleicht ein 10er-Gebet nach. Lass mich kurz überlegen. Nach Sino habe ich ein 10er-Gebet gemacht. Och, ja. Dürfte es gewesen sein. Ah. Müsste Sino gewesen sein. Hier bei diesem Banner 140 Puls geschluckt. Ah, es ist wild. Es tut weh. 140 Puls ist Aua. Das ist ja fast genauso wie meine Pleite mit Klee. Und hat mich Tainari noch mehr gekostet. Müsste ich mal nachgucken in meinem Bilderarchiv. Ich dokumentiere nämlich seit letzterer Zeit, wie viele Puls ich für alles brauche. Alles für Jade Cutter, ja, okay. Why not? Why actually not? Finde Sand im Karawanenribat. Da bin ich jetzt mal gespannt, mit wem er unterwegs ist. Nein! Ich habe die Öche gesehen. Trying to single-handedly bring 300 people to justice must feel pretty exhilarating. But I can assure you, this is certainly not the best solution. Nebenbei, danke für den Follow, Itachi. Aber Amos Key und dann Jade erst bekommen. Freudig. Das schluckt halt. Ich überlege gerade, wie war das bei Raiden? Habe ich auch vorher die andere Waffe bekommen, dann habe ich nicht. Doch, warte mal. Das war bei mir genau das gleiche. Oder? Nee, gar nicht wahr. Amos, genauso wie auch das, dieser Säbel, die habe ich beide aus dem Standardgebiet gezogen.
Tatsächlich. Ich hab zum Glück direkt die Lanze gekriegt, aber es hat mich trotzdem wahrscheinlich 90 Gebete gefressen. Aber gut. Das war auch die einzige wirklich 5-Star-Waffe, die ich haben wollte. Direkt aus dem Waffengebet. Tighnari und Cyno arbeiten jetzt zusammen. Das ist, everything goes according to plan. Bisher. Okay. Mein Eierto. Das ist gut. Ja gut, ich muss gestehen, ich bin eigentlich nur so dieser typische Collector-Typ. Ich brauche alle Charaktere. Muss. Punkt. Hands down. Da drehe ich auch gerne mal in einem doppelten Reroll-Gebet rein bei einer Ganyu. Nur um Kolai zu kriegen. Candice? Kolai? Candice. I'm aware. However, I learned something unexpected during interrogation. Apparently, someone had enticed Murtada Radkani into becoming interested in researching the Court of Desolation. Murtada had lived in his father's shadow all his life. Naturally, he wanted to conduct research that would seem groundbreaking and significant. After Murtada died, the organization tried to use Taj's shame regarding his son to add him to their ranks. Toying with others' minds, treating lives like dirt, and doing anything for their own interests. This makes me angry. Teebeutel und Zeile musste ich aber noch mitnehmen. Teebeutel. Oh Gott. Hattest du dich nicht schon mal hier verlaufen? Hast genau den gleichen Spruch gebracht bei Tighnari? Also auf jeden Fall kommt mir der bekannt vor mit dem Teebeutel. Fine, I understand. This is a type of trap I've been working on which uses plants. Here, take some just in case you need them next time. If thrown into the mud, the trap will grow rapidly and disperse a pollen that has a paralyzing effect. I don't have much use for the traps these days, but maybe you will and can help me collect more testing data. Er hatte damals auch gefollowt und Twitch sagte, nope, fuck you, einfach entfolgt. Oh Gott. Das ist ja räudig, okay. Ja gut, dann auf jeden Fall danke fürs Refollow, machen wir es so. Wusste ich doch, dass mir auch der Name bekannt vorkam. Jetzt habe ich doch nicht so einen Siebkopf. So. So ein Ding nämlich. Cyno! Tighnari! Dass die zwei was miteinander zu tun hätten? Wobei, das wird doch erklären, warum ich auf Hoyoverse die ganze Zeit diese ganzen Memes sehe. Cyno mit seinen ganzen Flachwitzen und Tighnari, der ihn dabei umbringt, Alter. Oh, so Tighnari must be who Nabil saw earlier. Are you also here to see Cyno? Ich sag dazu nur eins. Why does the Anemo Archon open the window? Because he needs some ventilation. Oh Gott. Gönn dir mal meine Kitsching. Alles klar, guck ich mir gleich mal an. Oh, vorher will ich den Legendenauftrag zu Ende bringen. Let's go. That's right. Cyno asked me to collect some medicinal herbs to treat a girl named Seemine. I also dropped by just to check for any injuries. He seems to be fine physically, but he looks a little more lonely than I remember. And Cyno, relax. You don't always have to look so serious, you know? Why don't you play more Genius Invocation TCG? Kale has always been a little wary of you, and your stern expression certainly isn't helping. How is Kale these days?
She's grown a bit taller, but her grades could use some improvement. She still made many mistakes on her last test, even after I had marked all the important content in the book for her. Hat schon was, naja, sagen wir mal, Emma-artiges. Aufpassen, nicht erschrecken, alles gut. Her condition seems to be improving lately, so I plan on having her go outside more. It just so happens that I have something she can help me with. Huh? You mean Kale is leaving a Vidya forest? What happened? I've asked her to host some ad hoc lectures to teach the dangers of canned knowledge, as well as how to use it safely. Although we've apprehended all the criminals behind the recent smuggling case, there are many people who are still curious and seek after canned knowledge. So I decided to ask her to work on increasing knowledge and awareness on the topic. Please be sure to keep an eye on her. Das ist mal eine coole Nummer. I will. If anything else happens, the three of you can find me in the Avidya forest. Take care. Naja, oder wenn ich wollte, könnte ich dich auch in meiner Kanne I've already finden. caught those who were preparing to attack you in secret. Even if some criminals did slip through our fingers, they wouldn't know that you were involved in the case. So you can relax. Wir denken, weil Twitch entfolgt. 300 plus Leuten, okay, das ist eine sportliche Nummer. Und ich dachte, ich habe schon viele Background-Follows. Aber gut, ich glaube, meine Subscriber-Zahl in YouTube sieht da eher schlimmer aus. What about you, Sino? It's still not time for me to rest yet. Those who died have fulfilled their wishes, but those who are alive must continue pressing forward. Macht Sinn. I've been thinking about what Taj said in the Court of Desolation these last few days. His words were not empty. People do change, and no belief can completely resist the erosion of time. Oh, da haben wir wieder die Erosion of Time. Oh, lass uns mal nicht Raiden hören. Die ist darüber unglücklich. Oder Zhongli. Oder Venti. Schwierig. Auf YouTube will ich nicht anfangen. Habe schon 200 oder so entfernt. Und das sind immer noch so um die 600. Ich nehme alles zurück. Wow. Okay. I just hope my own change will come slowly, so that I can press on a little further. Schaffst du, Sino? That way, those who see me as their superior, and those who are following in my footsteps, will learn courage from my example. Yes. Just as I gained courage from my own superiors, and my partner. TT, habe ich 900 Leuten, denen ich folge? TT? Twitter? Nein. Oder? Nee, machen wir nicht, Brudi. Sorry, ich bin total anti-TikTok. I'm basically too old for this shit. Some would say. I'll be fine. I'm also enjoying my chat with you right now, you know. Böse Wort, ich weiß. Will es auch löschen, kann aber nicht. Ja, das passiert vielen Leuten um mich rum. Da gibt es so viele Leute, die sich dachten so, ja, TikTok scheiße, TikTok scheiße. Dann haben sie einmal angefangen. Und verenden in diesem Rabbit Hole. Zugegeben, granted, viele kriegen es dabei hin, zumindest nicht in die dunkle Seite des TikTok zu entschwinden. Und können sich noch in ihrer geradlinigen Schiene halten. Man macht nur einmal einen Schritt zur Seite.
Und du bist verloren. Yes, yes. Ja. Nebenbei. Sino, ja, okay, du unterhältst dich gerade mit uns, aber heißt das wirklich, dass du glücklich bist? Not quite, right? There are many things I feel better about once I start to talk about them. Das ist gut. Many people want to go to the desert to offer condolences for Taj. But I didn't share details with anyone. I'd prefer to avoid revealing the location of the Court of Desolation. Macht Sinn. One day, I'll gather some flowers that grow in arid desert conditions. And then, I was hoping you'd join me in planting them on the remains of the Court of Desolation. Weiß nicht, also YouTube Shorts, ja, okay. Granted, ist nicht verkehrt. Aber das ist genauso ein gefährlicher Ort wie TikTok. Was mir inzwischen auf YouTube für Shorts angezeigt werden, ist schon kriminell. Weil halt nicht nur die von meinen abonnierten Leuten drin sind, sondern auch viele random andere Scheiße. Genau das gleiche auch bei Instagram. Instagram Stories, genau das gleiche Problem. Hm. Nun. Auch ein sehr schwieriger Ort, gebe ich auch zu. Vor allem seit dem letzten Update, Alter. Reddit. Sagen wir es mal so, Social Media im Allgemeinen ist ein sehr gefährlicher Ort. Ich meine gut, auch auf YouTube oder Twitch könnte man einem Simon Desue verfallen. Einem ApoRed. Diese armen Seelen tun mir immer noch hochgradig leid. Alles gut. Ich habe den Chatverlauf da oben stehen. Ich muss nur eben kurz... Achso, das Möbelstück habe ich so bekommen. Was habe ich denn hier? Achso, neue Bücher, richtig. Was habe ich denn gerade für ein Möbelstück bekommen? Wichtig. Möbelstücke sind wichtig. Nun, ja. Tatsächlich. Geschäftszeit des Mahamatra. Jackentasche des Mahamatra Sino. Sie hat eine nahezu zylindrische Form und trägt Verzierungen, die Auskunft über die Identität ihres Besitzers geben. Im Vergleich zum Standardmodell der Akademie kann sie mehr Dokumente und Utensilien aufnehmen. Natürlich sind Aufträge, die eine solche Menge an Utensilien benötigen, äußerst kompliziert und nur die wenigsten an der Akademie können sie abschließen. In erster Linie natürlich der Mahamatra Sino. Die Größe der Aktentasche birgt aber auch ein paar Schattenseiten. Wann immer Sino damit zu... Danke. Wow. Okay, that's... wow. Damit zur Tür hinausgeht, wird sie von allen gesehen und die Nachricht des... dass der Mahamatra im Dienst unterwegs... Der Mahamatra ist im Dienst unterwegs, verbreitet sich in Windeseile, okay. Was seinen Untersuchungen nicht gerade zuträglich ist. Das macht sich Sino oft zunutze und zieht ohne Aktentasche los, wodurch er den Eindruck erweckt, nicht zu arbeiten und erwischt so seine Widersacher unvorbereitet. Oder geht mit der Aktentasche in der Hand zum Ausruhen in eine Taverne, wobei er den halben Tag lang geniale Beschwörung spielt. Was die Augen seines Gegenübers müde macht mit der... Wobei er den halben Tag lang geniale Beschwörung spielt, was die Augen seines Gegenübers müde macht. Mit der Zeit bekam die Aktentasche so zu einer neuen Bedeutung. Mit der Zeit kam die Aktentasche. Manchmal Übersetzungsschwierigkeiten. Die unbestimmbar fließende Arbeitszeit des Mahamatra. Lol, läuft. Nun, also ich sag's mal so. Ich hab die nicht gekauft. Die kriege ich durch Missionen. Die kriege ich durch... durch den Season Pass. Durch Level-Ups.
Und ich komme nie dazu, sie zu verwenden. Ich habe halt kaum Zeit, Genshin. Also, was heißt kaum Zeit? Ich habe schon 2 Tage inzwischen frei und auch einen Vormittag, wo ich relativ viel spiele. Aber da machen wir dann immer nur so ein paar Bosse und dann die Weekly-Bosse. Und dann war es das auch schon wieder, weil wir farmen jetzt. Nein. Nein. Brudi, chill. Ich habe hier so meine Jungs, meine Truppe. Speaking of which, keines online, gut. Aber gucken wir mal nach. Was haben wir da? Na? Hallo. Ich kann die einfügen. Warte, was? There's a copy-paste possibility. It's a thing. Cool. Nun! Läuft! Läuft gut! Teepult. Okay. Ja, nun. By the way, something strange happened a few days ago. A merchant approached me and requested that I cover the cost of a desert travel kit. 1,250,000 mora. I didn't remember owing anyone mora, especially not that kind of amount. So I arrested the merchant, on charges of provocation and disturbing the peace. Do you know anything about this? Yes. Nope. Paimon has no idea what that could be. Ein Viertelmillion Mora. Dori! Gott! Wie greedy kann man denn werden? Bruder. Oder besser gesagt Mädel. Schwester, wie auch immer. Geht gar nicht. Eine Sache muss ich mal kurz anfangen. There are leaves around. Warte mal, wo... Das hier. And I know just the two. Ist das die richtige Quest jetzt? Hoffe mal. Ist sie überhaupt? To accompany them, if you wish to hear it. Nicht Karte. Alter. Bock, du bist mein 89 Freund in Genshin. Ah, fuck! Achso, 89 der Freund wahrscheinlich. Ist auch eine stabile Freundesliste. Ich muss mir nicht verklickern, dass ich mit... Okay. Mit Banu reden. Hallo Banu! Oh, hervorragend. Er ist nicht von der Goldbrigade und auch kein Schatzräuber. Ah, okay, lassen wir das durchlaufen. Was gibt's? Ich habe einen Schlimmeren als mich. Der hat 440 Freunde. Ja, es gibt immer irgendwelche Leute, die sich riesige Mengen ansammeln. Achso, braucht eine Bestätigung, okay. Das ist eine Klammer. Oh nein. Bitte unterbrich mich nicht. Kann ich mich nicht an den nächsten Satz erinnern. Klammer auf, nutze eine leicht verständliche Sprache, um eine Notlage zu beschreiben. Und bitte dein Gegenüber höflich um um Hilfe. Danke dich anschließend feierlich, Klammer zu. Nein, ist das niedlich. Der letzte Satz war, Klammer auf, Beispiel, Klammer zu. Danke für deine Großmut, ich werde sie mein Leben lang nicht vergessen. Gleichzeitig möchte ich dir für deine Bereitschaft, diese Mühen auf dich zu nehmen, eine ansehnliche Belohnung überreichen. Daher bitte ich dich, meine Bitte in Betracht zu ziehen. Och, wie süß. Dieses Mal habe ich kein einziges Wort vergessen. Es sollte also kein Problem geben.
Also, die Sache mit der Suche nach den Sternen der Zukunft überlasse ich dann dir. Was? Das klingt ganz so, als wolltest du uns eine Mission geben, aber warum versteht Paimon nichts von dem, was du sagst? Ja. Wo liegt das Problem? In dem Buch 50 Dinge, die reisende Gelehrte wissen müssen, steht, dass man genau das sagen soll, wenn man jemanden um Hilfe bitten will. Es sollte also kein Problem geben. Das Ganze ist ein einziges Problem. Du hast uns nicht gesagt, auf welche Schwierigkeiten du gestoßen bist. Ach so? Moment. Einen Moment bitte. Ich suche mal eben, was man antworten soll, wenn jemand... Du hast uns nicht gesagt, auf welche Schwierigkeiten du gestoßen bist. Sagt. Gott, ist die Kleine knuffig. Ah! Oh, in dem Buch steht nichts dazu. Aber Salma hat ganz klar gesagt, dass man im Falle von Problemen einfach nur in diesem Buch die Lösung nachschlagen müsste. Da steht nicht 1:1, was du sagen sollst, oder... Gott. Wenn das Ganze sehr wirr ist, scheinst du auf Schwierigkeiten gestoßen zu sein und benötigst unsere Hilfe, ja? Da das Buch hier ja nicht weiterhilft, wäre es wohl am besten, wenn du uns mit deinen eigenen Worten sagen würdest, auf welches Problem du gestoßen bist. Lass mich mal überlegen. Also es ist so, ich heiße Banu und ich bin anhand einer Karte hierher gekommen, um hier die Sterne der Zukunft zu suchen. Es gibt insgesamt 6 Sterne. Nur wenn man alle 6 Sterne der Zukunft gefunden hat, kann man den großen Stern der Zukunft beschwören. Er ist überaus mächtig. Es ist mein Ziel, ihn zu beschwören. Ah, das hast du also gemeint, als du eben von der Suche nach den Sternen der Zukunft geredet hast. Genau. Das ist auch schon so ungefähr das ganze Szenario für die Sterne der Zukunft. Szenario? Richtig. Ich finde, dieses Szenario ist wesentlich leichter zu verstehen, als die, mit denen ich es normalerweise zu tun habe. Es ist allerdings auch allzu oberflächlich und macht damit wenig Spaß. Und dann, also, ich finde, dass das Szenario zu vage ist. Es erklärt nicht, wie man die Sterne der Zukunft finden kann. Um dieses Problem zu lösen, habe ich mir ein Zusatzszenario ausgedacht. Es ist dieser bedeutende Gegenstand. Er nennt sich, nennen wir ihn einfach Banus Weisheit. Er kann die Position von Sternen der Zukunft anzeigen. Richtig gut, oder? Aha. Let's go. Mit 2 Sino im Team hat mein Kitsching 90 KT. Ja! Kann man statt Sino nicht auch eine Raiden nehmen? Ich finde diesen Namen wirklich cool. Doch das Ding ist zu groß und zu schwer, sodass ich es nicht bewegen kann. Und das ist dann wiederum nicht so cool. So Kryo, nix Sino. Zeig. Ah, hat sich jemand verschrieben. Jetzt kommen 2 Kryo in meinem Team mit meinem Kitsching. Kriegst du es hin, mit Kryo Kitsching zu boosten? Ist das so ein Ding? Okay. Wenn du 2 Kryos brauchst, also ich würde Chichi mitnehmen, einfach als Notheilung im Ernstfall. Und als zweites... vielleicht Rosaria zum Boosten oder so? I don't know. Ayaka Diona. Okay. Auch wenn ich die Diona-Geschichte nicht schreiben würde. Naja. Aber ich habe fast schon ein allgemeines Problem mit Bogenschützen. Den einzigen Bogenschützen, den ich akzeptiere, ist Ganyu aktuell. Vielleicht noch so ein kleines bisschen Yoimiya, vielleicht. Und so ein kleines bisschen Teebeutel. Aber ich habe nicht den Nerv dazu, die aufzubauen. So. Und genau deswegen habe ich euch auch um Hilfe gebeten. Ihr könnt das Ding doch sicher bewegen, oder? Wollt ihr mir dabei helfen, mit Hilfe von ihm die Sterne der Zukunft zu finden? Sobald wir den großen Stern der Zukunft verschworen haben, kann ich euch eine richtig große Belohnung geben. Das ist also ein Auftrag? Bevor ich auf euch getroffen bin, habe ich auch andere Leute um Hilfe gebeten, doch als die das Wort Stern der Zukunft gehört haben, haben die alle so einen komischen Gesichtsausdruck bekommen und wollten mit ihr nicht weiter zuhören.
Außerdem haben sie gesagt, ich soll keinen Unsinn anstellen und brav nach Hause zu Mama und Papa zurückkehren. Als ob ich ein ungezogenes Mädchen wäre, das von zu Hause ausgebüxt ist. Das hat mich richtig wütend gemacht. Aber Erwachsene sind immer so. Nur weil ich ein kleines Kind bin, meinen sie, dass ich Unsinn reden würde. Aber die Sterne der Zukunft existieren wirklich. Das ist nicht meine Einbildung. Ihr müsst einfach nur, Banus Weisheit tragen und euch auf die Suche machen. Dann werdet ihr schon sehen, ob ich die Wahrheit sage. Wenn auch ihr mir nicht helfen wollt, werde ich noch ein wenig warten. Vielleicht wird mir ja die nächste Person, auf die ich treffe, glauben. Also, gut, ich bin dabei. Glaubst mir? Wie wundervoll. Dann schnappt ihr bitte die Banus Weisheit. Ach ja, eins noch. Nachdem Banus Weisheit eine Zeit lang verwendet wurde, benötigt sie eine kurze Ruhepause, bevor sie wieder die Position von Sternen der Zukunft anzeigen kann. Und hier ist noch eine Kopie von 50 Dinge, die reisende Gelehrte wissen müssen. Ich habe auf der Karte in dem Buch die Position der Sterne der Zukunft eingezeichnet. Ihr könnt euch also nach der Karte richten. Kommt einfach wieder zu mir, nachdem ihr alle 6 Sterne der Zukunft gefunden habt. Dann nehme ich euch mit zum großen Stern der Zukunft. Oh, weia. So ein Ding schon wieder. Benutze das Objekt Banus Weisheit, um die Sterne der Zukunft aufzuspüren. Je näher du deinem Ziel bist, desto genauer wird das Objekt die Richtung angeben und desto kleiner wird der Suchbereich. Ah, Gott, das erinnert mich an diese komische andere Apparatur, die wir in Mondstadt nutzen sollten. Um irgendwelche Schätze oder sowas zu finden? Nee, um die perfekte Richtig, wir sollten Elementarenergie aus dem Boden zapfen mit Elektrodioden oder sowas. Und dafür brauchten wir auch so ein Ding. Banu, war das zufälligerweise dein Papa oder so? Eieiei. Entdeckst du die Spur eines Sterns der Zukunft, wird das Rätsel über diesem Stern enthüllt. Löse das Rätsel, um diesen Stern der Zukunft zu finden. Okay. Cool. So, und was sagt das Event jetzt? Details anzeigen. Ja. 7 Stunden, 1 Tag, 2 Tage. Fuck. Ich muss also definitiv am Freitag nochmal spielen. Okay. Da würde ich sagen, wird am Freitag Event Tag. Oder dann beide Events grinden. Why not? So. Time to go. Ja, gut, okay. Ich habe nur so ein paar Rewards vor mir, ich weiß. Wie viele P sind es denn noch? 1800. Nun! Ich brauche nur eine Aktion abschließen, dann habe ich das Ding voll. Aber trotzdem beide. Ja gut, okay. Freitag Season Pass fertig. Stempel drauf, fertig. Arschlecken. So nämlich. Gut. Sache, der Typ hat 1300 Angriffe, sind trotzdem die letzte Lusche. Oder liegt es nur daran, dass es der Elektro-Traveler ist? Und als Dendro-Traveler ist er wieder die letzte Lachnummer. Weil halt keine Ascension whatsoever. Oh lol. Ich habe 12 Dendrokulo.
Let's go! Rinn in die Olga! Oh, ich habe tatsächlich Stufe 3 geschafft. Ja, okay. Cool. Speaking of Ascension. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte ich doch die... Einklang mit der Dendrokraft. Let's go. Tänzelndes Gras. Stempel Stufe 3. Erhöht die Stufe der Fähigkeit Grasklinge um 3. Ja, okay. Ist er wirklich so eine Lusche? Nein, ist er nicht. Das ist schon so ein Allround-Setup, was ich ihm gegeben habe, aber er ist halt trotzdem voll schlecht. Ah. Brauche ich aber sehr viel Raiden für. Also. Shogun Raiden. Um die Talente hochzureißen. Was sagt denn der Geo-Traveler dazu? Was sind seine Talente eigentlich? Wahrscheinlich noch mehr Schmutz. Wie ich mich kenne. Ja gut, let's not talk about it. Talente, was für Talente? Ah, immerhin den Stellenwahl habe ich auch gezogen. So ein bisschen. Oh, war ja. Ja, jetzt kommt wieder 9 Uhr nahe. 10 Uhr meine ich. Zeigt sich wieder. Abendstreaming ist immer schwierig. So. Aiden, gib mir deine Macht. Ja. Was sagen eigentlich die Talente? Psst. Genau so ein Schmutz. Und trotzdem habe ich in dieser Kombination halbwegs was gerissen. Uff. Okay. Na gut. Back to the good old Standard Squad. So, nachdem wir Tainaris Legendenauftrag gemacht haben, machen wir die scheiß Aranara-Quest weiter, wo ich zuletzt dran war. Fürchte ja, bevor der scheiß Teleporter weggeht. Ich habe sie letzte Woche schon nicht verstanden. Was ist dieser mistige Teleporter überhaupt? Ich habe noch 5 gesehen. Ah. Hallo Rama. Gut. Gucken wir doch mal, ob wir diesen Traum diesmal hinkriegen. Into the wind. Ha! Fast path. Witness the power of One with nature.
3 Umstände, um weiter voranzukommen, okay. Ja, ich merke, ich war eindeutig nicht wach, als ich das hier gemacht habe. Ist dann doch etwas einfacher. Jetzt hier komme ich da hoch. Hardcore-Parcours! Let's go! I guess. Haha, so viel dazu. Jetzt weiß ich, warum ich nicht weiterkam. How the fuck do I get up there? Time to go. Right. Oh, hoppala. Okay. Das lerne ich auch noch irgendwann. Irgendwann kann ich das genauso gut wie die ganzen Ocarina-Songs damals. Yes, yes. Oh. Hat sie gerade ernsthaft Paimon Packtier genannt? Oh mein fucking Gott, okay. Arama, chill mal bitte. How do I handle this one now? Hold on a minute. Into the wind. Wheel of life. Clouds high. The birds. There is no escape. Alles von alleine, easy. The wind knows me. Rain outlines your fate. Life goes on. Life. Illusion shattered. One with nature. Und weg. The wind knows me. Shine down. Wie soll ich das jetzt machen? Ich habe keinen Bogenschützen, kein gar nichts hier. Das tat weh. Nö.
Wo immer das Weizen jetzt herkam, egal. Ne. How am I supposed to do that one? Ich kann jetzt aktuell nicht switchen. Uff. Go. Ja, ne. Into the wind. As one with wind and cloud. There is no escape. No, my sword! Let me weave you a verse. Ups. Time to act. Kaputt. So war das, ne? Ja. Aber bevor ich da reinlatsche, erst noch mal gucken. The wind knows me. Life goes on. Illusion shattered. So, Kiste mitnehmen. Gucken wir doch mal. Lass mich raten. Mhm. Ich habe legit keinen Plan, wie ich das machen soll. Oder gehen die automatisch darauf, wenn ich... Ja. Im Endeffekt brauche ich den Bogenschützen, wenn ich das richtig sehe. Hab ich aber nicht. Team wechseln kann ich auch nicht.
Das heißt, ich muss ja einen ditchen und dann später nochmal rein mit dem Bogenschützen, oder was? Okay. Ja, bitte. Kommt ihr denn an, dass ich einen dreckigen Bogenschützen dabei haben muss? Ja, sorry. Ich habe halt nicht das nötige Material dazu. What are my orders? Nee, warte mal. Eine Sache muss ich noch gucken. Okay. Was ist hier drin? Die Nummer mit dem... Dendrogranum. Bei Treffer mit heftigen Schlägen oder gezielten Schüssen führt das Dendrogranum abgeschirmt bestimmte Angriffe aus. Sometimes wirst du auch auf stoßen, die du mit der... Okay, das heißt, ich brauche tatsächlich einen Bogenschützen für die Nummer, aber scheißegal welchen. Alles klar. Dann gehen wir doch mal mit einem Eisbogenschützen da rein. Und wenn ich jetzt nicht mehr so ganz die elementare Zerstörung habe, aber egal. There is no escape. No touching. Into the wind. Clouds high. The birds call. Oh, das ist ja tatsächlich noch einer. Born of ice and frost. Dankeschön. Next on the agenda. So, machen wir die ganze Geschichte dann nochmal mit dem Bogenschützen hier. Mensch. Ist ja schlimm. One with nature. Illusion shattered. Access denied. Clank. So. Jetzt hat.
Da wollte ich jetzt nicht hin. Next on the agenda. The wind knows me. Surprise. Shine down. For Rex Lepus! Das ist einfach das Zerstören, weil ich es kann. Was ich eigentlich gar nicht brauche, ne? Ich kann ja auch einfach We're way behind schedule. durch das Ding laufen und fertig ist. Wenn er nicht diese Pilze. Fallen leaves. Adorn my Illusion shattered. Go. Dankeschön. Ugh. La di da di da da da. Achso, muss ich drüber hüpfen. Letzte Riesen. So, weiter geht's. Du wirst es nicht verklicken, dass das die Gestalt des Albtraums ist. Shine down. Nein. Okay. Digga. We're way behind schedule. There is no escape. Ha! Massenvernichtung! Tempapon, ich weiß, eine Nachricht wird nicht angezeigt, warum spiele ich, oder wird sie angezeigt? Wahrscheinlich wird sie angezeigt. Ich spiele tatsächlich, au. Hey. Ich spiele auf PC. Mit dem Xbox-Controller. Now you shall perish. Ha! Anstrengendes Mistvieh stirbt. Herausforderung bestanden. Keine Kiste, kein nix. Wow. So, war verwirrt wegen dem Xbox-Symbolen. Ja. Spiele ich sehr gerne mit. Tatsächlich.
Egal ob jetzt Genshin oder Forza Horizon oder Dark Souls / Elden Ring, spiele ich alles sehr gerne damit. Versuche Vasara. Inwiefern? Ach richtig, ich war hier drin und hab's nicht mehr verstanden das letzte Mal. Yes. One with nature. Go. Illusion shattered. Lästige Pilze vernichten. Schön. Auf dass die Tasche noch weniger Krampf kriegt wegen meinen schlecht gelevelten Charakteren. Was habe ich denn da jetzt gefunden? Ja, was ist das, Paimon? Sag an. Die Vasoma? Okay. Die Vasoma entsteht aus der Konzentration von Träumen und Erinnerungen. Durch den Vasara. Für uns ist sie die Frucht, durch die wir unsere Kraft regenerieren können. Okay. Es kostet dem Ashwata-Baum viel Kraft, die Bija hervorzubringen. Deshalb müssen wir ihn mit der Vasora unterstützen. Rio, du musst sehr gut auf die Vasoma aufpassen. Okay. Dann lass uns Arama erklären, was Schatz bedeutet. Schatz meint einfach etwas sehr Wertvolles. Schau. Vasoma enthält sehr viel Träume und Erinnerungen und kann die Kraft von Aranara regenerieren. Das ist wunderbar, etwas Besonderes, stimmt's? Und etwas, das so kostbar und wichtig wie die Vasoma ist, das ist ein Schatz. Das ist also ein Schatz, ich verstehe. Danke, Paimon. Was machen wir jetzt? Paimon erinnert sich, dass Raja gesagt hat, dass wir mehr als eine Vasoma brauchen. Heißt das, dass wir noch eine andere Halle des Ashwata finden müssen? Ja, ich gebe mein Bestes. Rio, Paimon, wir sehen uns später. Ja, bis später, Rama. Oh Gott. Okay. Gut, damit kann ich den Teleporter mir auch klemmen jetzt. Diese Geräusche von der Verwelkung. I don't feel dead. So, warte mal. Das da unten will ich auch nochmal erkunden. Hier. War ich die Tage mal. Teleporter-Geschichte da unten. So. Der Teamspeak wird langsam, aber sicher leerer. Das letzte Mal hat mich die Seele dahin geführt. Lasst mich bloß in Ruhe, Leute, Alter. Ihr werdet unglücklich, wenn ihr euch jetzt mit mir anlegt. Aber der Tempel. Schwimmen wir mal wieder in die Höhle und gucken, ob wir da irgendwas machen können. Ich bezweifle es irgendwo. Lass mich raten, ich habe jetzt wieder so einen schönen Pilzhinterhalt vor mir.
Frage ist, haben wir hier irgendwo Dendrogramma? Das ist jetzt die wichtigste von allen Fragen. Weil ohne Dendrogramma komme ich hier nicht weiter. Guck mal, Schatzräuber, wie süß. Look at these cute idiots. Into the wind. No touching. Shine down. Life goes on. Oh. The wind knows me. Illusion shattered. Gib mir ein Dendrogramma. Ohne Dendrogramma bin ich aufgeschmissen. Können wir doch nicht erzählen, dass es hier nirgends so ein Dendrogramma gibt. Wenn ich diese Scheißsteine Vorkommnisse aufkriege. Das kann nicht euer Ernst sein. Wo geht's hier hin? Oh, this looks like Verwelkung. Right. Okay. So what is this actually? Ah, Pilze. Aber wenn ich keine Sternenpilze brauche, ich nehme sie trotzdem mit. Kann man sicherlich mit kochen. Oh. Das führt hier raus, okay. Kann es mir einfacher machen. So. Ich damit? Den direkten Eingang. Habe ich hier oben irgendwo ein Dendrogramm, was ich mir klauen kann? Nö. Theoretisch gesehen schon. Was hat mir das jetzt gebracht? Dendrokulos. Leave me alone. Bye. So. Jetzt habe ich auch mal eben kurz einen Prozess gemacht. Next on the agenda. Oh, hallo Kroko. Spiel mit dem Krokodil. Das ist der Krokodok. Was?
Er hat das gesagt. Lass mich raten, ich bin jetzt genau auf der anderen Seite raus. Hier bin ich nicht. I still don't get what this is. Oh, oh! There's one more. We're way behind schedule. But wait, there's more. Oh. There's nothing wrong with reaping a reward every now and then. Das Ding so weit tragen? Never ever. Next on the agenda. Ja, war klar. Unten ist aber auch nichts, ne? Das ist komisch. It's really, really strange. It certainly is. All I want for Christmas is a small loan of $1 million. Was? Hat er nicht. Wo ist ein Elektrogrammer, wenn man es mal braucht? Wenn man es mal braucht. Auch nicht hier unten im Wasser. Ich wollte gerade sagen, nicht absaufen kann, jo. Hier brauche ich Dendrokraft allgemein. Aber warte mal. Ich dumm. Bin ich komplett kernbehindert, Alter. Trainee Forest Ranger Kale. One with nature. There is no escape. Inazuma shines eternal. Even more boosted now. The wind knows me. Rise. Play. So, erstmal werde ich hier auf Ganyu wechseln, mit der kann ich besser zielen, lol. Doch, ja, Ganyu. Bleibt Ganyu. Dank Elektrogranum kann ich ja alles nutzen. See. Works. Das zählt schon mal nicht, das ist gut zu wissen. Next on the agenda. Ich rate aus diesem Shortcut.
Achso, das ist nur mit das Dendrogranum zu nutzen, ja, okay. Jetzt fehlt nur noch einer und da weiß ich genau, wie ich da rankomme. Die Frage ist, ob ich das auch schaffe. Wahrscheinlich ja. So schon mal nicht. Ups, abgesoffen. Hoppala. Sorry. Eieiei. Alter, das ist eine fiese Kombi gerade. Niesen und gehen zugleich ist räudig. Auf. Jetzt ist Moff auch weg. Lass mich rein. Healthy body, healthy mind. Komme ich da nicht rein mit Dendrogranum? Ist das nicht so eine Wand? Is it not? Ain't it such a wall? I can reach through. We're way behind schedule. Some dendro aura around me. Some unfortunate stuff. Da bin ich einfach nur nicht worthy genug. Hm. Warte, what? Da bin ich da drin, sind Dendroculus. Wäre jetzt noch die absolute Höhe, Alter. Wenn da noch ein Dendroculus drin wäre. Scheint so, als wäre ich noch nicht worthy enough. So that is a thing apparently, right? Was ist überhaupt der Sinn hier hinter? Kann man irgendwas sehen, was mir hilft? Next on the agenda. Ja gut, machen wir es uns mal simpel. Hab's ja, so why don't use it? So. Dann gehen wir mal kurz zum Traumbaum. Und leveln mal ein bisschen.
Hallo, Riesenknolle. Was geht? Hat aber im Gegensatz zum Elektrogranum nichts zu tun mit der Fähigkeit. Nach Motto You are worthy or not. Ist ja komisch. Nur eine Pepperoni? Das ist aber komisch. Wieso komisch? Komisch deshalb. Oh. I'll lead the way. Am I worthy or am I not? Das klingt so, als wäre ich nicht worthy. Keep up. Kann ich eigentlich? Tja. Ha! Die Frage ist, wie war das eigentlich gedacht? Oh. There's a hole up here, ain't it? Yes. Okay, cool. I see. I did not expect that one. Why is there a chest here? Time to pull some weeds. Hoppala. So, gebt mir schon noch einen Platz zurück. Bevor ich mich mit euch anlege. Jetzt sind wir den richtigen Squad. Time to begin work? We're way behind schedule.
Illusion shattered! Ha! One with nature. Wheel of life. Ha! 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 Shine down! Rain macht mir kaputt, danke. So now I can unlock this teleporter, can't I? Can't I? Yes, I believe I do. Nice! Die Teleporter freigeschaltet, let's go! Hier draußen eigentlich auch ein Dendrogranum? Hier sind nicht. Ist mir aber auch relativ. Zurück in die Höhle, weil ich will mal eben noch die Maschinerien da unten platt machen. There is no escape! Es ist gut zu wissen, dass ich auch auf sein Triebwerk schießen kann bei der Ult. Drache kaputt. Born of ice and frost. Shine down! The wind knows me. Rise. Yeah. All hail. No touching. Wheel of life. Illusion shattered! Torn to oblivion! Zerstörung! Born of ice and frost. One with nature. Inazuma shines eternal! So, Maschinen kaputt. Nicht zu sein so glücklich. That's a lot of iron. Sesam, öffne dich.
Hä? Oh. Da geht's weiter. Da geht's noch weiter. Into the wind. Clouds high. The birds Shine down! Go. Komisch, alles tot. Was wohl passiert ist? Warte mal, finde ich gerade zufälligerweise den Weg zu der Sphäre, die Bären zu? Faster? Okay, faster. The wind knows me. There is no escape! Ha! Fly faster? Okay. Shine down! For Rex Lapis! Drücken halt schon Schaden rein, die beiden, ne? Hydrokolos, nice. Oh, it's a deep one. I don't know what to do. Speaking of which, gib mir den Pilz. Ich für Kohle. Da unten ist eine Verwelkung. Er ist nicht ganz so geil. Vor allem, ich komme da gerade nicht dran. We're way behind schedule. Next up. Okay, how do I even Sphäre? Jetzt weiß ich wie. Hit the moving target in the right time. Not like this. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viele Leute versucht haben, das Ding im Fahren zu treffen. Yes!
Die Kiste und eine Sphäre. Beautiful Nice. treasures are a cause for. Ja, gut, die ganzen Sphären kann man mal anders machen. Achso, ja, okay. Das ist tatsächlich Wüste. Machen wir weiter die Aranara-Quests. Ich will die müssen endlich hinter mir haben. Meine Güte. Aber sicher nicht vom Spiel gewollt, dass ich das jetzt behalten kann. Hallo? Ah, gefunden. Aranakula, hallo. Hey, ich wurde von Nara entdeckt. Was ist zu tun? Bleib erstmal hier. Arapandu hat uns gesagt, dass du hier bist. Ah, ach so. Arapandu hat es euch gesagt. Dann seid ihr sicher gute Nara. Das ist so richtig. Aranakula ist vielleicht zu leichtgläubig. Was wäre, wenn Rio ein böser Nara wäre, der nur Arapandus Namen benutzt, um dich zu täuschen? Also der goldene Nara möchte Aranakula täuschen? Der goldene Nara ist also ein böser Nara? Jemand fühlt sich plötzlich so schuldig. Wenn ich auf Paimon, ich bin ein guter Nara. Na wunderbar. Muhukunda sei Dank. Der goldene Nara ist also ein guter Nara. Obwohl Nara Rio viel größer als Aranakula ist, habe ich keine Angst. Und Paimon ist klein. Ich habe natürlich keine Angst. Hey! Getting roasted from every Nara she's finding. Kleine Paimon, große Macht. Richtig, Paimon ist sehr mächtig. Zurück zu unserer Mission. Wir sind hier, um die Varuna-Maschine zu heilen. Gibt es in diesem Teil von Varna Äste oder Blätter, die zur Varuna-Maschine gehören? Arapandu lässt uns hier die Situation anschauen. Wenn du Probleme haben solltest, können wir dir helfen. Es gibt viele üble Typen in Varna. Es gibt sichere Wege, aber man muss vorsichtig sein. Außerdem gibt es überall bösartige Samen. Die haben Nara Varunas. Nara Rio ist groß und mächtig. Vielleicht so stark wie Arabalika. Nara Rio hat vielleicht eine Lösung. Nara Rio kann vielleicht helfen. Wir sind zum Helfen gekommen, stimmt's? Jupp. Aranakula hat noch eine andere Bitte. Bevor wir die Varuna-Maschine heilen, wir sollten zuerst das Steingedächtnis zurückholen. Das Steingedächtnis?
Warner wird nicht vergessen, die Aranara werden nicht vergessen, aber die Aranara haben sichtbare Erinnerungen hinterlassen. Seit die üblen Typen gekommen sind überall bösartige Samen. Mit den Aranara zu sprechen, ist wie ein Rätsel zu erraten. Aber nachdem wir alles in echt gesehen haben, werden wir wohl verstehen. Wie auch immer, lass uns zuerst mit Aranakula zusammen dorthin gehen. Guter Nara, gute Paimon. Passt auf. Dass uns die üblen Typen nicht bemerken, es gibt einen sicheren Weg. Hä? Wenn Aranakula von üblen Typen spricht, meint er wohl einfach die Pilzbestien. Steht ja kein Grund zur Sorge. Aha, Aranakula, hör zu. Hör mal. Nara Rio ist sehr stark. Und zwar nicht nur gewöhnlich stark, sondern sehr, sehr stark. Wir haben mit Arapandu schon viele Pilzbestien geschlagen. Auch Arapandu kann unsere Stärke bestätigen. Ich weiß, Nara Rio ist sicherlich auch so stark wie Arabalika, aber Paimon? Paimon? Was soll mit Paimon sein? Etwas passierte Aranakula. Wurde von den üblen Typen gefolgt. Hat sich in der Erde eingegraben, aber wurde herausgeholt. Ist im Rachen der üblen Typen gefallen. Ist nass und heiß und roch nach faulem Obst. Oh. Wenn Arabalika nicht rechtzeitig aufgetaucht wäre, dann wäre Aranakula... Oh. Arapandu hat Aranakula lange gescholten. Die Sonne ging derweil unter und wieder auf. Selbst die Samen in der Baumschule keimten schon. Das war wirklich eine zu lange Schelte. Aber was hat das mit Paimon zu tun? Was hat das mit Paimon zu tun? Aranakula ist stärker als Paimon, aber wurde trotzdem fast von den Übeltypen aufgefressen. Paimon ist ja klein. Das ist viel zu gefährlich. Das ergibt schon Sinn. Nein, Rio ist stark und wird Paimon sicher beschützen können, nicht wahr? Hey, jemand ist Paimon Rios beste Freundin. Ja. Man kann doch nicht ohne Rio fliehen. Wahrscheinlich nicht, oder? Die üblen Typen sind so viele. Selbst Aranakula konnte sie nicht bezwingen. Goldene Nara ist zwar sehr stark, aber Aranakula kennt einen sicheren Weg. Lass uns diesen sicheren Weg nehmen, ja? Aranakula, hast du besondere Angst vor Pilzbestien? Nee, das ist also die Wahrheit. Aber Paimon als Ausrede zu gebrauchen, ist nicht gerade artig. Wenn es so ist, Rio, dann sollten wir den sicheren Weg zusammen mit Aranakula gehen. Wir sollten darauf achten, die Pilzbestien nicht zu alarmieren. Ich habe da viele Erfahrungen. Richtig, du hast schon viele derlei Sachen gemacht. Ja, Aranakula nimmt nach auf den sicheren Weg mit. Okay. Weiter ohne entdeckt zu werden, das wird lustig. Ja, Nara sind so klein, kein Wunder, dass sie so Angst haben, wenn sie auf eine Pilzspitze treffen, die mehrmals so groß ist wie sie selbst. Paimon hat keine Angst? Paimon? Natürlich nicht. Oh, Aranakula ist stärker als Paimon, aber lange nicht so mutig. Sollen die Pilzbestien ein weiteres Mal angreifen, wird Aranakula sich ganz bestimmt an einem sicheren Ort verstecken. Illusion shattered! One with nature. Access. Rise. Flight.
Gut, das wird anstrengend, aber das kriegen wir irgendwie hin. Junge. Wie kann man die Entdeckungen drin? Ganz einfach. Man läuft einfach Routen, wo die Pilze gar nicht erst sind. Simple but effective. Wieso ist er denn weggerannt? Oh nein. Ist das dumm? Weiß nicht, ich würde sagen, das ist der letzte Versuch hier gerade. Nach, machen wir Schicht. Ja, jetzt alle guten Dinge sind 3. Mhm. Die Idee ist. Arabalika ist sehr mutig und fürchtet sich auch nicht. Mhm.
Oder hoch, okay. Kriegen wir ja wohl hin, ohne Pilze aufzuschrecken, oder? Tja. Es gibt noch bösartige Samen, das von ihnen besetzte Gebiet, bla bla. Noch höher. Also dem der Drokulus lasse ich mich nicht entgegen, Alter. Erstmal Cutscene. Quasi. Ah, Nara Rio, das ist das Steingedächtnis der Nara für Nara Varuna. Endlich, um nicht von den Pilzbestien entdeckt zu werden, muss man unterwegs immer auf der Hut sein. Ich glaube, ich lasse es einfach durchlaufen. Also Klöppes. Wusch. Und schon wieder geht die Welt unter. Bro! Ist mal langsam gut. Aber ich weiß gerade wieder, kaum habe ich wieder eine Aranara-Quest, ne, Digga. Ah, das Schnarchen ist groß. Gib mir den Drokulus. Alter, wie viele von diesen Blüten sind hier in dem schönen Stein? Gib mir mehr. Ach, schade. In Anführungszeichen Äste, ja, okay. Was sind denn die in Anführungszeichen Äste?
Free. Hier oben. In Anführungszeichen Äste. Halt Lenard. Oh, hier unten. Yes. Ja. Gerne. Hier war eine Seele. Hallo. Ach so. Right, die Nummer wieder. Das nicht, das hier. Ach, oben auf der Klippe war auch einer. Okay. Should it be? Und Nummer 3 müsste dann irgendwo hier auf der Seite sein. Nicht sogar oben drauf. Hier oben. Da wollte ich dann hoch. Yes. Silly machen wir später. Erstmal in die Höhle rein.
Güte, labern wir wieder viel. Ah. Could you stop that, please? Ich habe noch was zu tun. Tun Sie nicht. Ah, finally, wir sind durch. Gut. Ich würde sagen, das ist dann aber auch der Schlussstrich für den Stremm. Die Aranara-Quests sind so anstrengend. Naja, gut, egal. Jetzt wurde es. Mit dieser Enttäuschung zurück ins Zelt. Peace. All the world holds dear